Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen Reissalat mit Curry-Joghurt-Dressing, Gemüse und Pfirsichen. Dafür kochen wir uns als erstes Basmati-Reis, einen kleinen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser erhitzen. Sobald das Wasser kocht, 200 Gramm Basmati-Reis ins kochende Wasser geben und für 12 bis 15 Minuten oder nach Packungsanweisung bei niedriger bis mittlerer Hitze bissfest garen. Währenddessen für das Dressing 3 gute Esslöffel Joghurt, 2 gehäufte Teelöffel Currypulver und einen kleinen Schuss Milch, etwa 50 ml, in eine Rührschüssel geben, das Ganze mit einer kräftigen Prise Salz und Pfeffer würzen, außerdem einen Schuss Öl sowie Weißweinessig dazugeben. Danach alles einmal gut miteinander verrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und die Rührschüssel kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit den restlichen Zutaten. Eine kleine rote Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken, die Zwiebelwürfel zum Dressing in die Salatschüssel geben. Außerdem habe ich hier noch eine große rote Paprika, waschen, entkernen, dann mit einem Messer zunächst in Streifen und anschließend in Würfel schneiden. Und zum Schluss habe ich noch 2 Pfirsiche, alternativ könnt ihr hier auch Nektarinen verwenden, einfach halbieren, den Stein herausholen und dann in dünne Scheiben oder kleine Würfel schneiden. Sobald der Reis gar ist, gebe ich noch 150 Gramm gefrorene Erbsen ins Kochwasser, die Erbsen kurz im Wasser auftauen lassen und den Topf anschließend vom Herd ziehen, Reis und Erbsen über einem Sieb abgießen, kurz ausdampfen lassen und dann zu den restlichen Zutaten in die Salatschüssel geben. Jetzt gebe ich noch etwa 150 Gramm Mais dazu und anschließend ist der Salat fertig. Jetzt nur noch einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und dann sind wir fertig. Der Salat eignet sich wunderbar als Beilage zu Grillfleisch. Ich brate für uns heute noch ein paar Hähnchenbrüste dazu an. Dafür einfach etwas Öl in eine Pfanne geben, die Hähnchenbrüste dazulegen, mit etwas Salz und Pfeffer würzen und von beiden Seiten ein paar Minuten goldbraun anbraten, einmal wenden, von der anderen Seite zu Ende braten und danach aus der Pfanne holen und zusammen mit dem Curry-Reissalat auf Tellern verteilen. Wer mag, kann das Ganze noch mit etwas gehackter Petersilie garnieren. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.